Das Prinzip der springenden Stunde ist in letzter Zeit eindeutig im Trend. Dass Meistersinger eine solche Funktion in der neuen Pantero Jumping Hour ins Sortiment aufnimmt, bleibt der nunmehr 25-jährigen Tradition des Einzeigerspezialisten aus Münster treu, nur einen Zeiger zu verwenden. Bewegt sich allerdings eher in dem Bereich der klassischen Zeitanzeige. Wir schauen uns hier exemplarisch die Version mit echtem Guilloche-Zifferblatt an. Aber was ist das da eigentlich für ein drehendes Sonnenrad? Also erstmal, neben der hier gezeigten Version gibt es die Pantero Jumping Hour auch mit Zifferblatt in Schwarz oder Weiß. Das ist dann jeweils lackiert und glänzend ausgeführt. Aber im Video wollten wir etwas ganz Besonderes zeigen und haben uns das auf 25 Exemplare limitierte Sondermodell ausgeliehen. Die Funktion ist aber bei allen Modellen genau gleich und auch das verbaute Uhrwerk, worauf ich gleich dann noch genauer eingehe. Besonderheit ist bei der hier gezeigten Version aber dann eben das Zifferblatt, das mit der schon angesprochenen Guillochage verziert ist. Das bedeutet, dass die bogenförmigen Strukturen tatsächlich manuell in das Material eingeschnitten und nicht etwa geprägt werden. Das macht eigentlich heute kaum noch jemand, weil das natürlich deutlich aufwendiger ist. Die ineinander übergehenden Linien und Kreisbahnen werden auf einer Drehmaschine eingraviert, die allerdings per Hand gesteuert werden muss. Damit ihr ungefähr wisst, wie ihr euch das vorstellen müsst, blenden wir hier aus dem Pressematerial von Meistersinger ein paar Bilder ein und da sieht man eben die Zierdrehmaschine mit den verschiedenen Aufsätzen, die im Endeffekt abgetastet werden, um die richtigen Muster zu erreichen. Geschnitten wird dann in ein Messingblech und hier ist besonders wichtig, wirklich präzise zu arbeiten, denn wenn etwas am Ende nicht symmetrisch wird, sieht man das eigentlich sofort. Trotzdem wird damit jedes Zifferblatt auch zu einem Unikat, weil es eben sein kann, dass die Zifferblätter etwas anders graviert werden. Dabei wird übrigens das Werkstück rotiert und der Gravierstichel wird per Hand angepresst. Also wenn der Graveur zu feste oder zu leicht drückt, kann er das ganze Zifferblatt auch schnell komplett versauen. In der Farbkombination, also diesem silbernen Hintergrund und den Skalenkreisen in Anthrazit, sieht das auch wirklich schick aus und die schon angesprochene Sonne ist auch farblich abgehoben. Ja, und da kommen wir eigentlich auch schon zur Funktion, die sich ziemlich von dem unterscheidet, für was Meistersinger sonst mit den Einzeigeruhren steht. Also normalerweise haben die Uhren ja nur einen Zeiger, der dann in 12 Stunden eine Rotation ums Zifferblatt macht und etwas feinere Skalen, an denen sich auch die Minuten ablesen lassen. Hier befindet sich stattdessen eine dezentrale Anzeige für die Minuten in den oberen beiden Dritteln des Zifferblatts, dessen Zeiger dementsprechend in 60 Minuten eine Rotation vollführt. Die Stunden dagegen werden ähnlich wie bei einer Datumsanzeige bei anderen Uhren in einem Fenster oben angezeigt. Diese sogenannte springende Stunde bzw. Jumping Hour springt also sobald der Minutenzeiger sich über die 60 bzw. 0 bewegt und so lassen sich dann Stunden und Minuten ganz genau ablesen. Realisiert wird die Funktion vom Kaliber MS JH01. Das basiert allerdings auf dem Sellita SW300, also der etwas flacheren Version des SW200, was ja eigentlich überall zum Einsatz kommt. Hinzugefügt wurde allerdings ein entsprechendes Modul für die Anzeige der springenden Stunde. Das kommt von Dubois Deprat und ja, das sind ja die Experten für Uhrwerkmodule. Das ganze Schweizer Uhrwerk, das zeigt sich auf der Rückseite durch einen Sichtboden. Es wird automatisch mit Energie versorgt und kommt in der Konfiguration auf 47 Stunden Gangreserve. Bei der Sondervariante gibt es hier noch einige goldene Details. Was aber bei den anderen Modellen genau gleich bleibt, ist die Form, die sich am Meistersinger-Logo, also der sogenannten Fermate, orientiert. Das ist das Ruhezeichen in der Musik. Und darum geht es ja auch immer so ein bisschen bei Meistersinger, also dass man das Leben etwas ruhiger angeht und nicht im Sekundentakt lebt. Diese Einzeiger-Zeitanzeige ist ja perfekt dafür, weil so ganz auf die Sekunde kann man da ja nie die Zeit ablesen. Ist also der etwas ruhigere Ansatz. Jetzt hat aber diese Uhr, und das soweit ich weiß, jetzt auch zum ersten Mal trotzdem ein etwas schneller rotierendes Teil auf dem Zifferblatt. Also genau dieses Sonnenrad. Das liegt zwar da, wo man normalerweise eine kleine Sekunde erwarten würde, hat aber keine Markierung oder Skala, um Sekunden daran abzulesen. Damit fügt Meistersinger also eine nette Spielerei hinzu, ohne sich jetzt doch noch der Jagd nach den Sekunden hinzugeben.
Ganz neu ist übrigens auch das Gehäuse. Es misst 40,5 mm im Durchmesser und ist bis 5 bar wasserdicht. Für so eine Uhr ist das ja völlig ausreichend. Das Saphirglas auf der Oberseite ist gewölbt und gerade an den Flanken fällt auf, dass man sich hier richtig Mühe gegeben hat. Denn Vertiefungen mit Grenache machen die Flanken plastischer und auch die Krone mit dieser spiralförmigen Riffelung und dem polierten Logo, welches richtig hoch heraussteht, ist wirklich gut gemacht. Getragen wird das Modell übrigens an einem Rindslederband, also das ist nur eine Kroko-Prägung, welches dann aber mit einer Faltschließe ausgeliefert wird. Hier ist es dann braun, bei den anderen Farbvarianten könnt ihr zwischen einem schwarzen oder einem weißen Band in dem Stil wählen. Preislich liegt die neue Pantero Jumping Hour allerdings etwas über dem üblichen Niveau von Meister Singer. Gerade die Sonderedition mit dem guillochierten Zifferblatt ist mit 7.990 € recht teuer, verglichen mit den Standardmodellen, die 6.990 € kosten. Preis-leistungsmäßig ist aber die Guilloche-Version vielleicht schon fast der bessere Deal, denn Uhren mit solchen geschnittenen Zifferblättern können anderswo schnell mal das Doppelte kosten. Aber was meint ihr zur Pantero? Lieber springende Stunde, echte Einzeigeruhr oder vielleicht doch lieber Stunde, Minute und Sekunde? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Danke für die Unterstützung und bis zum nächsten Mal.